Hi und einen guten Morgen. Wir sind hier heute früh nicht bei uns zu Hause, sondern im Wald. Und zwar haben wir uns gedacht, da die Holzpreise so gestiegen sind, dass wir auch hier ein bisschen Geld sparen können, indem wir unser Holz für unseren Kamin selber machen. Also wir selbst sind jetzt auch nicht voll ausgestattet, wie manche meinen, man müsste voll die Sachen besitzen. Man kann es auch ganz einfach machen. Und zwar so. Also du brauchst auf jeden Fall einen Kettensägenschein, Schutzausrüstung und ein Transportmittel, mit dem du dein Holz dann nach Hause fahren kannst. Wir haben ja einfach unseren Opel Zafira und da passt tatsächlich jede Menge rein. Außerdem musst du natürlich dich beim Forstamt melden und da einen Bereich, also Holz kaufen, und da wird dir der Bereich zugeteilt, wo du dann hingehst und einfach weißt, welche Holzstämme zu dir gehören. Tatsächlich Glück, denn es ist wunderbar vom Wetter und das Gute daran ist, wir sind wirklich den ganzen Tag draußen und es macht einen heiden Spaß, man ist zusammen und man tut auch noch was für die Fitness. Ich markiere die Stämme an auf 33 cm. Mein Mann, der sägt sie klein und ich sammle sie dann auf und packe sie ins Auto. Wir haben uns dazu entschieden, die Holzstämme direkt vor Ort zu spalten, damit wir die ganze Sauerei dann nicht bei uns zu Hause haben. Ja, und mein Mann, der ist kräftig am Arbeiten. Ich natürlich auch. Ich habe es so ein bisschen nett gemacht und bin dann am Aufsammeln und Stapeln im Auto. Genau. Hier sieht man, dass sich das Auto doch langsam füllt. Das wird unsere erste Ladung sein. Wir machen heute 2 Ladungen. Das heißt, wir fahren dann einmal nach Hause, laden alles aus meine ich, und dann kommen wir wieder. Also wir haben jetzt gut gearbeitet. Jetzt haben wir hier ein Krabbelchen und einen Kaffee. Dann fahren wir unsere erste Ladung hier. Fahren wir nach Hause. Und dann geht's weiter. Bye bye. Dranbleiben. Für alle, die sich fragen, was das für ein Holz ist, das ist Buchenholz. Wir haben das Glück und haben ganz tolles, super schönes Buchenholz. Das Holz kann bei uns unterm Carport trocknen und mal sehen, wie lange es braucht. Wir haben da so ein feuchte Messgerät, und damit wir dann sehen können, wann das Holz wirklich trocken ist, damit wir es dann feuern können. So, da hat sich jede Menge Holz angesammelt und ich sage immer, selber machen lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Bis dann. Tschüssi.